Willkommen in der Videoanleitung zur Auftrags- und Projektplanung bei StaffTimes. Diese Funktion unterstützt Unternehmen dabei, ihre Ressourcen effizient zu verwalten und die Einsatzplanung stets im Blick zu behalten. Mit dem Planungstool können Aufgaben und Projekte den Mitarbeitern in wenigen Schritten zugewiesen und die Stundenerfassung einfach überwacht werden. Das Tool ermöglicht eine flexible Anpassung der Zeitpläne und bietet automatische Benachrichtigungen, um alle Teammitglieder auf dem neuesten Stand zu halten. Bereit, in die Details einzutauchen? Lassen Sie uns loslegen. Klicken Sie in der Menüleiste links auf Planung, um auf das Grundbild des Planungstools zu gelangen. Die Kalenderansicht im Format einer Tabelle führt alle Mitarbeitenden aufgeteilt in Wochen auf. Wenn für den gewählten Zeitraum Zeiteinträge seitens des Mitarbeiters getätigt wurden, wird dies auf dem entsprechenden Termin mit einem zweistelligen Kürzel farblich gekennzeichnet. Die Erklärung zu den Kürzeln finden Sie im unteren Bereich unten links. Es handelt sich dabei um vom Benutzer erfasste Arbeitstage, zum Beispiel erfasste Arbeitszeit oder gemeldete Abwesenheiten. An diesen Terminen, weil bereits erfasst und somit besetzt, sind sie für die Planung gesperrt. Ebenfalls unterhalb der Planungstabelle werden die verfügbaren Planungskonten aufgeführt. Diese bilden die Grundlage für die Zuteilung von Zeiteinheiten auf Mitarbeitenden. Grundsätzlich gilt: Ein Planungskonto kann entweder allgemein für alle Mitarbeitenden und Aufgaben genutzt werden oder spezifisch einer bestimmten Mitarbeitergruppe zugeordnet sein, um gezielt Projekte und Aufgaben abzudecken. Für die Erstellung passender Zeitkonten stellt sich die Frage, auf welchem Detaillierungsgrad die Planung erfolgen soll. Beginnen wir nun mit der Planung. In diesem Beispiel möchte ich für die nächsten 30 Tage einen Einsatzplan für das Team Ostschweiz erstellen. Dazu wähle ich den Filter Team, während der Filter Gruppe unverändert bleibt. Wir wählen noch den gewünschten Planungszeitraum aus. In diesem Fall die nächsten 30 Tage. Wir nutzen das vorliegende allgemeine Planungskonto namens Geplante Arbeiten, das keinem spezifischen Projekt zugeordnet ist. Tragen Sie das Kürzel des Planungskontos an den vorgesehenen Tagen direkt beim jeweiligen Mitarbeitenden ein. Alternativ können Sie die Einträge per Drag and Drop schnell und einfach an der gewünschten Stelle einfügen. Beachten Sie, dass beim Einfügen des Eintrags automatisch die Tagessollzeit des Mitarbeitenden als Stundenwert vorgeschlagen wird. Dieser Wert kann bei Bedarf individuell angepasst werden. Sobald alle geplanten Termine eingetragen sind, sollten die Einträge validiert und die Zeitberechnung durchgeführt werden. Dafür klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Gesamtsumme der eingetragenen Stunden zu ermitteln. Dieser Gesamtwert wird am linken Rand der Tabelle angezeigt und zusätzlich in FTE, Full-Time Equivalent, also Personentagen, dargestellt. Die Berechnung der Personentage basiert auf dem Wert eines Arbeitstages in Stunden. Wir empfehlen, den allgemein gültigen Tagessoll anzuwenden. Falls erforderlich, können Sie die Termine anpassen und die Gesamtzeit erneut berechnen lassen. Wenn die Planung korrekt erfasst ist, schließen Sie den Prozess mit einem Klick auf die Schaltfläche Speichern ab. Dadurch werden die geplanten Stunden automatisch als Zeiteinträge in die MyTime-App der Mitarbeitenden übertragen. Die gespeicherten Planungseinträge werden nun mit einem farbigen Rahmen angezeigt, der die erfolgreiche Übertragung bestätigt. Optional können Sie den Mitarbeitenden per E-Mail einen Screenshot der Planungstabelle senden, indem Sie die rechts liegenden Schaltfläche als Bilddatei senden verwenden. Um die einzelnen Planungseinträge zu überprüfen, wechseln Sie zum Detailbericht des jeweiligen Mitarbeiters, indem Sie auf den Namen klicken. Im Detailbericht wird jeder Planungseintrag für den entsprechenden Zeitraum als separate Zeile angezeigt, farblich markiert, gemäß dem zugeordneten Planungskonto. In diesem Beispiel hat der Mitarbeiter seine Zeit zum Planungseintrag vom 2. Dezember erfasst. Um einen Eintrag zu löschen, klicken Sie auf die Zeile, um zur Bearbeitungsansicht zu gelangen. Benutzen Sie hier die Aktionstaste in der entsprechenden Zeile rechts, um einen Eintrag zu löschen. In diesem Beispiel wurden die geplanten Stunden mit der Zeiterfassung abgegolten. Daraus ergibt sich eine Tagesbilanz von 19 Minuten Überzeit.
Hinweis: Neue Planungseinträge können nicht hier, sondern ausschließlich über die Planungstabelle hinzugefügt werden. Für eine Gesamtbetrachtung aller Mitarbeitenden wechseln Sie über die Schaltfläche Einträge prüfen in den Masterbericht namens Zeiterfassung prüfen. Hier finden Sie auch die Einträge der anderen Mitarbeitenden. Wir wechseln nun zum Menü Zeitachse. In dieser Ansicht erhalten Sie eine kompakte tabellarische Übersicht sowohl der Planungseinträge als auch der Zeiterfassung aller Mitarbeitenden. Durch Klicken auf einen Namen gelangen Sie direkt zum entsprechenden Detailbericht. Nun kehren wir zur Planungstabelle zurück. Um die Einstellungen der Planungskonten zu bearbeiten oder weitere Konten zu erstellen, nutzen Sie die Schaltfläche Zeitkonten verwalten unterhalb der Planungstabelle. Im Bereich Zeitkonten verwalten finden Sie die Kontotypen Arbeitszeit, Abwesenheiten und Planung. Unter dem Reiter Planung befinden sich die bestehenden Planungskonten. Klicken Sie auf ein bestehendes Konto, um die Detailansicht zu öffnen. Grundsätzlich können Planungskonten so konfiguriert werden, dass entweder das tägliche Soll automatisch verwendet oder ein fester Stundenwert zugewiesen wird. In beiden Fällen kann der voreingestellte Wert bei Bedarf direkt in der Planungstabelle angepasst werden. Wir weisen darauf hin, dass die Einrichtung von Planungskonten mit festen Tageszeiten, zum Beispiel für den Schichtbetrieb, in der Weiterentwicklung geplant ist. Werfen wir abschließend einen kurzen Blick in die mobile App MyTime der Mitarbeitenden. In der Ansicht Tagesverlauf werden sowohl der Planungseintrag als auch die erfassten Arbeitszeiten angezeigt. Die Mitarbeitenden können ihre Arbeitszeiten und Abwesenheiten für den geplanten Tag erfassen. Der Planungseintrag kann weder gelöscht, als Favorit gespeichert, noch auf andere Tage kopiert werden, um die Kontrolle beim Administrator zu belassen. In der Wochenübersicht werden die erfassten Zeiten im Vergleich zur Sollzeit inklusive Saldo angezeigt. Bei Mitarbeitenden ohne Sollzeit wird nur die erfasste Zeit ausgewiesen. Sobald alles eingerichtet ist, bildet die Planung die Grundlage für eine präzise Zeiterfassung Ihrer Mitarbeitenden. Achtung! Der Zugang zur Planungsfunktion erfordert die entsprechende Berechtigung, die vom Accountinhaber im Menü Administratoren an andere Mitarbeitende vergeben werden kann. Zuletzt nutzen Sie unsere weiteren Videoanleitungen zu den verschiedenen Funktionen und besuchen Sie unsere Supportseite mit zahlreichen Hilfsartikeln. Einen guten Start!